Hallo, heute sind wir im Haus des Meeres in Wien. Ja, hier im 8. Stock haben wir den Lebensraum Mangrove dargestellt. Ein ganz besonderes Ökosystem, wo ganz viele junge Fische Schutz finden. Zum Beispiel junge Haien zwischen den Wurzeln eben sich vor anderen Feinden schützen. Aber was natürlich auch eine unglaubliche Rolle spielt mit Ebbe und Flut. Wir haben hier zum Beispiel die falschen Heringe, die jetzt gerade vorbeischwimmen. Unten sitzen ein paar grüne Kugelfische. Wir haben die Maskenrochen. Ganz, ganz viel. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, einerseits haben wir viele künstliche Bäume, wir haben aber hier auch die richtigen Mangroven. Das sind alles Samen, die wir aus dem Burgers Zoo zugeschickt bekommen haben und die hier auch gekeimt sind, viel Licht brauchen und es funktioniert an und für sich recht gut. Die große Problematik, wenn man so eine Mangrovenpflanze nimmt mit den schönen großen Wurzeln und irgendwo beim Transport ist nur ein kleiner Knick, dann laufen die praktisch aus und die sterben eigentlich immer. Hier Anapleps, ein total spannender Fisch. Wir haben nämlich im Auge eine querliegende Membran und die Dioptrie oben ist anders als unten und dementsprechend ist sie so angepasst, dass sie über Wasser genauso scharf sehen als auch unter Wasser. Deswegen 4-Augenfische. Sie haben eigentlich einmal 2 Augen oben, 2 Augen unten, wo sie immer gestochen scharf sehen können. Hier unten verstecken sich auch einige Pfeilschwanzkrebse. Jetzt schauen wir aber noch ein bisschen weiter. Hier ist das 35.000 Liter Becken, da schwimmen jetzt gerade unsere Silberflossenblätter vorbei. Das sind die Maskenrochen, die falschen Heringe. Jetzt schauen wir kurz, hier haben wir noch die Mangrovenquallen. Die Mangrovenquallen, das sind, im Englischen reden wir auch von den Upside-Down Jellyfish, denn sie sind eigentlich anders als normale Quallen. Sie leben kopfüber und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Denn sie betreiben eine Symbiose mit Algen. Die Algen sind geschützt durch die giftigen Tentakeln von den Quallen und die Quallen profitieren von den Algen, weil diese wiederum Photosynthese betreiben und somit einfach Energie liefern. Ein total spannendes Tier. Sowieso sind Quallen total spannende Tiere, weil man eigentlich hier unterscheiden sollte zwischen den Polypen und den Medusen, also den festsitzenden Quallenstadien, die Hunderte von Jahren alt werden, und den kurzlebigen, freischwimmenden Medusen. Also es sind die Polypen, die dann strobulieren und dann eine Ephyre entsteht, die dann heranwächst und dann zu einer großen, freischwimmenden Qualle wird, so wie wir uns eigentlich eine Qualle vorstellen. Wir haben hier auch einmal die Gezeitentümpel oder Gezeitenorgel aufgestellt. Eben, wir haben darüber gesprochen, diese Gezeiten spielen in diesem Ökosystem eine unglaublich wichtige Rolle und es ist einfach spannend, das einmal hier zeigen zu können mit den verschiedenen Muscheln, was die eigentlich tun, wenn sie filtrieren und aufgehen oder eben wenn das Wasser absinkt und die Muscheln sich schließen und einfach darauf warten, bis das wieder die nächste Flut kommt. Ja, und so geht es weiter, kann man durch die ganze Anlage durchlaufen. Für die Kids haben wir wieder was gestaltet, wo sie durchlaufen können, ein bisschen interaktiv mit reinschauen können, ihren Eltern hier winken können. Alles im Lebensraum Mangroven. Was mich natürlich total freut, ich war vor wenigen Monaten noch in den Mangroven unterwegs und habe genau diese Tiere auch hier erlebt in der Wildbahn. Ja, wir haben geschaut, dass wir einfach diesen Lebensraum wieder hier so nah wie möglich vermitteln können. Hier können wir einmal runterschauen. Das ist direkt also über unseren 360 Grad Haibecken gebaut. Also hier haben wir ungefähr 40.000 Liter zusammen und einmal unter uns noch einmal 400.000 Liter. Aber das zeigen wir euch ein andermal.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.